Hallo, heute neues Thema für B2 Schreiben. Es geht um autofreie Innenstädte. Auch hier 200 Wörter. Wir brauchen eine Einleitung, einen Mittelteil, einen Schluss, Vorteile und Nachteile und unsere eigene Meinung. Los geht's mit dem Text. Autofreie Städte sind meiner Meinung nach eine gute Idee, um die Verkehrssituation zu verbessern. Und jetzt listest du weiter auf. Erstens führen zu viele Autos in der Stadt oft zu Staus, Luftverschmutzung und einer erhöhten Lärmbelastung, was die Lebensqualität beeinträchtigt. Also ein wichtiger Punkt ist, Konsequenzen aufzuzeigen, Gründe, Vorteile und Nachteile. Dann geht's weiter mit, wenn es auf den Straßen leiser ist, können sich die Menschen auch besser ausruhen und schlafen. Eine weitere Konsequenz, wenn es weniger Verkehr gibt. Zweitens kann man damit die Umweltbelastung reduzieren und die Luftqualität verbessern. Weniger Leute bekommen gesundheitliche Probleme und das spart Kosten im Gesundheitssystem. Du hast einfach eine Situation, das ist die Ausgangsbasis und dann sagst du, was passiert, wenn man zum Beispiel weniger Autos, in diesem Fall, in den Innenstädten hat. Was könnten die Vorteile sein? Deshalb sollte man die Menschen motivieren, öffentliche Verkehrsmittel oder Fahrräder zu benutzen. Weiters, das ist so ein Wort wie außerdem oder wenn du noch einen Punkt dazu sagen möchtest, weiters geben autofreie Zonen auch mehr Raum für Grünflächen, Fußgängerzonen und Radwege, was die Attraktivität und Lebensqualität der Innenstädte steigert. Wenn man die Verkehrsbelastung in den urbanen Zentren verringern will, dann sollte man besonders in den öffentlichen Nahverkehr, den Ausbau von Fahrradwegen und die Schaffung von Fußgängerzonen investieren. Du könntest also urbane Zentren statt Innenstädte sagen. Das ist ein Synonym dafür. Für manche Leute wäre vielleicht Carsharing interessant. Und an dieser Stelle kannst du auch eine andere Seite beleuchten, indem du sagst, natürlich ist es auch für die Autofahrer eine große Umstellung. Daher muss man dieses Problem von verschiedenen Seiten lösen. Man kann den Autoverkehr nicht nur durch eine Maßnahme komplett ersetzen. Hier ein wichtiger Punkt, damit du auch herausstreichst, dass man verschiedene Maßnahmen braucht und dass man dieses Problem nicht auf einmal und plötzlich ganz simpel lösen kann. Und jetzt kommen wir schon zum Schlussteil. Ein weiterer Vorteil von autofreien Zonen ist auch, dass dies nicht nur für die Bewohner, sondern schließlich auch für Touristen attraktiver ist. Mit dem Wort schließlich kannst du dann den Schlussteil anfangen oder auch letzten Endes oder schlussendlich. Mit diesen Wörtern kannst du dann irgendwie zu verstehen geben, dass du langsam zum Ende des Textes kommst. Letztlich kann man dadurch mehr Grünzonen bauen und Fußgängerzonen mit interessanten Angeboten schaffen. Und so könnte man für B2 das Thema autofreie Innenstädte bearbeiten, ungefähr 200 Wörter. Ich hoffe, es war nützlich, es war interessant und ich wünsche dir wie immer viel Spaß beim Deutschlernen. Bis zum nächsten Video.